Tag 9 nach Abfahrt. Wir sind in Satu Mare gestartet und werden als heutiges Ziel dann Botos oder Botoş erreichen. Witzigerweise haben wir dann dort so eine kleine Holzhütte gefunden auf einem Campingplatz. Der nennt sich zur Deutschen Eiche und wird geführt oder auch, ja, der Besitzer ist so ein ziemlich kauziger Bayer. Äh, ja, muss man eigentlich mögen, auch wenn er ziemlich grantig ist, aber war ganz lustig. Eine von vielen orthodoxen Kirchen, die noch folgen sollten. Alle ziemlich neu gebaut, sehr farbenfroh ausgeführt innen und ein Haufen Blattgold und so weiter und so fort. Ja, bisschen fotografiert und dann ging es direkt weiter über die Landstraße erstmal noch, bis wir dann das erste Mal in Gelände reingekommen sind. So ging es dann noch eine ganze Weile weiter auf sandig, lehmig, erdigen Untergrund, der großteils abgetrocknet war. Allerdings hat der Regen dann doch noch ein paar größere Pfützen hinterlassen und hinterher werden wir noch an eine Stelle kommen, die sehr, ja, wie soll ich sagen, einfach nur aus Sand, Lehm besteht und auch ziemlich ausgewaschen ist. Da wird es dann nochmal richtig interessant. Der Weg blieb noch eine Weile so. Wir sind einfach mehr oder weniger das Tal geradeaus weiter hintergefahren, haben noch ein paar Höhenmeter gesammelt und irgendwann ging es dann auch wieder bergab und ins erste Abenteuer. Das ist ja wie immer steiler, als es jetzt gleich aussieht. Der Untergrund ist ein sehr feiner Lehmsand, auch noch ein bisschen feucht und hier an den Rändern links und rechts sieht man schon, dass unsere Vorgänger sich da auch eher ja, auf dieser Rampe da gehalten haben, weil das schlicht und ergreifend in der Mitte Riesenrinnen waren, die leider auf der Kamera auch nicht so rüberkommen. Weiter ging es dann auf einen Mix aus Schotter und irgendwelchen Asphaltresten mit entsprechenden Schlaglöchern, Kanten, Pfützen und so weiter.
aber wir sind eigentlich ganz gut vorwärts gekommen. Links waren ein paar ganz schöne Stichwege, die vermutlich durch die Forstarbeit reingefräst worden sind in den Wald. Rechts war es ein oller Bach. Was aufgefallen ist, ist, dass das Wasser in dem Bach, und das hat man teilweise auch dann an den Steinen am Ufer gesehen, unglaublich eisenhaltig war. Ja, Grund dafür finden wir dann auch noch. Ja, das ist jetzt einer dieser Waldwege oder Waldarbeiterwege. Die gehen unglaublich steil hoch, sind massivst ausgespült, Wahnsinnsuntergrund. Also wer sich's richtig geben will, ja, gönnt euch. Ja, die roten Steine und das rote Wasser oder Rostbraun, müsste man sagen, kamen natürlich von der alten Eisenmine, an der wir jetzt hier angekommen sind, also an der Verladestation zumindest. Und da haben wir natürlich auch ein paar Fotos gemacht, so wie viele andere vor uns auch schon. Kennt also auch der eine oder andere die Stelle aus anderen Videos oder ja, von Bildern. Nach den ersten Handybildern, meistens für WhatsApp oder Instagram oder so, kam natürlich dann auch mal die Kamera zum Einsatz und hat hoffentlich dann auch ein paar bessere Bilder geliefert. Ich blende hier immer nur ein paar ein, ansonsten wird es, glaube ich, schon ziemlich langweilig. Und das eine oder andere Bild ist letztendlich auch, ja, wie soll ich sagen, ohne Kontext sozusagen als Insider für den normalen Zuschauer auch relativ wenig zu gebrauchen.
mehr Bäume, mehr Schatten, mehr Wasser, mehr Pfützen. Der Weg wurde immer steiniger. Irgendwann fing es dann auch an, richtig nach oben zu gehen. Ähm, Ansonsten, ja, relativ einfach zu fahren. Also ich glaube, selbst wenn es hier richtig nass ist, ist das kein Problem. Das ist, glaube ich, eher so ACT-Qualität. Also hier kann man auch mit einer großen Maschine und mit nicht unbedingt 50-50 Reifen noch ganz gut vorwärts kommen. Ein bisschen schwieriger wird es nachher, wenn es steiler wird. Da ist ein haufenloses Geröll. Ja, da bräuchte man dann, glaube ich, wenn man nicht ordentlich bereift ist, schon gut Schwung, um da dann tatsächlich einen Albzug hochzukommen. Ab und zu gab es dann mal so kleine Highlights, wie hier diese kleine Brücke aus den Holzstämmen über den Bach. Ja, ein bisschen Vorsicht ist geboten, wenn das feucht ist, relativ rutschig. Ab und zu sind auch mal noch alte Holzbalken im Weg irgendwie eingearbeitet, vielleicht mal als Regenrinne oder so. Ab und zu guckt auch mal eine Betonröhre raus, also man sollte schon ein bisschen auf den Weg gucken, zumal hier auch öfter mal noch ein bisschen größere Steine rausgucken und der eine oder andere vielleicht seine Felge auch behalten möchte. Wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile langsam, aber stetig hochgefahren, also haben Höhenmeter gemacht. Und hier gab es dann gefühlt die erste 180 Grad Rechtskurve. Und das war so ein bisschen, wie ich das von der einen oder anderen Stelle im Tent Frankreich kenne. Du fährst in die Kurve und dann geht es einfach nur gottlos nach oben. Genauso war hier es auch. Das ist richtig grober, loser Schotter, da gucken überall Felsen durch. Man muss echt aufpassen, dass man gleich die richtige Linie findet. Am besten auch gut am Gas bleiben, weil man halt immer nicht so genau sieht oder nicht weit schauen kann, wie es hinter der nächsten Biegung weitergeht. Ja, und dann sind wir da hoch und haben schon gedacht, das ist richtig heftig. Ja, was soll ich sagen? Es stellt sich raus, im Gegensatz zu dem, was wir dann ein paar Tage später noch so erlebt haben, ist das hier alles noch absoluter Kindergarten. Wenn auch nicht unbedingt ganz einfach zu fahren,
aber durchaus machbar im Vergleich zu dem, was noch kommen soll. Hier hat es mich mal wieder so ein bisschen erwischt. Ich schaue öfter mal aufs GPS natürlich, wo dann der Weg lang geht, und wenn man dann sieht, schon einiges voraus, dass es irgendwo links, rechts, geradeaus mehrere Möglichkeiten gibt. Und man sieht es dann tatsächlich irgendwann im Gelände auf sich zukommen. Da guckt man natürlich nochmal genau drauf, wo es dann weiter lang soll. Ja, ich hatte irgendwie relativ oft das Glück, dass ich ausgerechnet dann, wenn die Abzweigung kam oder irgendwas anderes, wo man besser hätte nach vorne geschaut, ja, schaue ich halt aufs GPS. Aber letztendlich auch nicht wild, kurz gedreht, Schwung geholt und den Berg weiter hoch. Moment, in dem wir uns das erste Mal auf der Tour in Gelände bewegen, das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hochalpiner aussieht. Also Baumgrenze sind wir noch nicht. Aber das ist das erste Mal, dass man jetzt halt diese Grasmatten hat und mal wirklich Aussicht genießen kann. Und das passiert hier gleich super, weil das hier der Sattel ist. Der hat auch einen Namen, da steht da links auf dem Schild. Habe ich vergessen, habe ich kein Bild und habe ich keinen Film. Und hier geht es dann einfach nur noch geradeaus weiter, das ganze lange Tal runter wieder. Aber erstmal haben wir uns noch ein kleines, etwas höheres Stellchen gesucht und Pause gemacht, ein paar Bilder, und haben das Intercom von Sven gefixt. Sein Kado hat irgendwann relativ schnell immer Strom verloren, und hier haben wir dann irgendwann versucht, mit einem Kabel und einer Powerbank gegenzuhalten. Ja, am Ende hat es funktioniert, aber dazu muss man dann später auch noch ein anderes Kabel kaufen, weil das, was Sven bis dahin hatte, so locker in der Buchse gesteckt hat, dass es eigentlich ständig rausgefallen ist. Wir haben dann auch versucht, noch mit Kabelbindern irgendwas zu machen und so weiter, aber das war nicht so. Mit dem anderen Kabel ging es dann, und ja, hat sich dann so eingespielt, dass es auch gut über den Tag gekommen ist. Und wenn die Aussicht hier schon gut ist, haben wir natürlich auch gleich noch ein paar Bilder gemacht. Wie immer erstmal ein bisschen mit dem Handy und danach dann mit der Kamera. Ja, das Gelände war einfach eine Steilvorlage.
hier haben wir dann wieder einfach Höhenmeter abgebaut. Der Weg war besser als die andere Seite, also hoch. War zwar auch noch viel Schotter, ab und zu musste auch mal ein bisschen die Seite wechseln, weil etwas größere Steine rausgeschaut haben. Aber ansonsten problemlos. Ging erstmal ewig gefühlt in die Richtung. Irgendwann kam da nochmal eine Kehre. Und ab da wurde es dann auch wieder feuchter, weil wir im Tal waren. Ja, und dann kamen auch sofort die ersten 2 riesengroßen Pfützen. Die haben wir erstmal angehalten und haben uns das angeschaut. Nicht, weil die vielleicht unbedingt wahnsinnig tief waren, aber der Untergrund, sobald halt keine Steine, wie jetzt hier direkt vor dem Motorrad war, zu sehen waren, dann war der Untergrund recht schlammig und das war halt alles komplett durchgeweicht. Aber ja, wir sind in die Pfütze ein Stück reingelaufen und es ging ganz gut. Also sind wir dann durchgefahren und haben es im Prinzip auch bei allen anderen Pfützen so gemacht. Relativ langsam durch und aber dann ohne noch mehr extra anhalten. Ging auch ganz gut. Also zügig vorwärts gekommen sind wir überhaupt nicht. Es geht zwar großteils einfach geradeaus und es sieht auch gar nicht so wild aus, aber die Löcher, auch von den ehemaligen Pfützen, die man hier immer nur noch so schemenhaft auf der Kamera sieht, die sind halt unheimlich tief gewesen, dass man ständig drum rumfahren musste. Überall, wo mal Pfützen waren, war es glatt und rutschig. Es lagen irgendwelche Holzknöppel, Äste, irgendwas rum von den Waldarbeitern und ja, wir haben eigentlich gefühlt auf dem Weg runter, dann hier in diesem Tal lang, irgendwie mehr Zeit gebraucht, als auf der anderen Seite hochzukommen, obwohl die Strecke nicht länger war. Und je tiefer wir gekommen sind, desto ja, matschiger wurde es dann auch. Insgesamt aber auch noch relativ einfach zu fahren. Gut, wenn man 50-50 Reifen hat zumindest, wenn das richtig regnet oder noch mehr Wasser hier steht und man hat nicht so gute Reifen, dann ja, würde ich sagen, schwierig. Das war dann auch die erste richtige Bewährungsprobe für den K60 Ranger, den Heidenau-Reifen, den ich drauf habe. Den habe ich auch zum ersten Mal auf der Maschine drauf. Ich hatte davor den Michelin Enduro 3 Sahara, der original auch auf dem Moped drauf ist. Ja, ich sag mal so, im Gelände kann der nicht viel. Keine Ahnung, warum alle draufstehen. Auf der Straße kann er auch nicht viel. Ist bei beiden Disziplinen von dem K60 Ranger deutlich geschlagen wurden. Und wir werden nachher noch anderen Schlamm haben, noch Felsen haben, noch Schotter haben. Und ich muss sagen, der Reifen ist einfach Wahnsinn. Und was sich dann auf der Transfahrer Gajan rausgestellt hat, noch auf der Transalpina und dann auch jetzt wieder zurückgefahren bin, Nassfeldpass und sowas, Österreich und dann auch Italien, Schweiz, ein paar Pässe. Der kann auf der Straße eigentlich so viel wie ein Straßenreifen. Also deutlich mehr als der Michelin. Und der fährt im Trockenen, im Nassen absolut super. Was natürlich ein bisschen länger ist, ist der Bremsweg normal. Aber selbst da null Probleme, völliges Vertrauen in den Reifen gehabt, also bombig. Und das ist auch dann gleich der nächste Reifen. Denn der hier ist nach der Tour ziemlich runter. Also was heißt ziemlich, der hat noch 4 mm Profil.
Für Schotter und so ein bisschen festen Boden geht das alles noch, aber ja, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, glaube ich, dann sind 4 Millimeter nicht unbedingt ausreichend. Und das waren dann übrigens auch die ersten, jetzt hätte ich fast gesagt, freilaufenden Pferde. Ähm, ja, doch, freilaufen, also keine Wildpferde, aber freilaufende Pferde. Wir haben dann noch ein paar gesehen, aber eigentlich tatsächlich eher selten. Also Kühe und sowas, ja, kein Problem, Schafe auch, Pferde eher selten. Hallo, Sven. Mein Koffer ist kaputt. Und Fritz ist Also wenn, dann bin ich nur insofern schuld, dass ich unbedingt nach Rumänien fahren wollte und die Strecke ausgesucht habe und von da weggefahren bin. Alles andere liegt natürlich in der Verantwortung jedes einzelnen Mitreisenden. So wie immer, Gewährleistung ausgeschlossen. Das war's dann auch mit Tag 9. Irgendwann kommt dann noch der Rest dazu. Ich wünsche euch viel Spaß damit und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.